Ja wegschneiden dann. Ja, ja, genau. Okay. Schneiden wir alles raus. Ja, also Stage-Time. erstmal herzlich willkommen für die Präsentation vom Mega Drive 4 von Tectoy. Ich habe mir gedacht, ich stelle es erstmal ein bisschen vor über die Firma selber, ganz kurz umrissen und dann die Konsole und später nochmal eine offene Fragerunde, falls jemand Fragen hat, ne, zu der Geschichte. Also Mega Drive, denke ich, kennt jeder. Ne? Alte Spielekonsole aus den 80ern und 90ern und ist eigentlich eher bekannt in Amerika, Europa. Und dann war natürlich die Sache, was machen wir in Brasilien? Da gibt es ja auch einen Markt und da hat halt nicht jeder jetzt die Kohle gehabt, teure Konsolen zu kaufen. Und deswegen wurde 1987 die Firma Tectoy gegründet mit dem Ziel, die einkommensschwachen Teenager als Zielgruppe zu nehmen. Und die Idee war halt, Sega als Lizenzpartner zu nehmen, damit die halt was anzubieten haben, was auch nicht so viel kostet. Die Konsole, den Mega Drive, der kam dann im Winter 1990, also zeitgleich wie auch hier in Europa und Deutschland, raus. Erstmal haben sie angefangen, die amerikanischen Geräte zu importieren, vor allem weil die Nachfrage so groß war. Und haben dann praktisch das Ganze auf PAL-M, also den brasilianischen Standard, umgemodelt. 60 Weil, Hertz. ja, genau, 60 Hertz, die nutzen dort halt drüben NTSC praktisch, aber mit deutschen, mit europäischem PAL-Signal. Genau. Und das ist halt das Problem. Und ja, und ganz interessant ist, dass Tectoy insgesamt 21 verschiedene Versionen von dem Mega Drive veröffentlicht hat. Unter anderem neben den importierten amerikanischen auch ein Mega Drive 3 aus Eigenproduktion. Das halt in 21 Varianten, das heißt praktisch mit verschiedenen Spielepaketen. Brasilianische Spiele, Packs oder halt auch mal Sonic dabei. Und der Mega Drive 3 ist praktisch mit keiner Hardware kompatibel, also kein Master-Adapter oder irgendwas. Also Master-Adapter geht da auch nicht. Ganz interessant war, während jetzt hier in Europa der Nintendo der Vorreiter war praktisch, weil Sega war hierzulande in Deutschland zum Beispiel teilweise doppelt so teuer. Da hat jetzt mal ein Spiel nicht 60 Mark gekostet, sondern mal so 80 bis 120. Erinnere ich mich noch an meine Kindheit. Alle hatten Nintendo. Und die mit etwas einkommensstärkeren Eltern hatten halt einen Sega. In Brasilien war das wiederum anders. Da hatte Nintendo gar keinen Markt. Das heißt praktisch, Tectoy hatte mit dem Mega Drive 80% Marktanteil im Spielesektor. Das hat sich erst 1993 geändert, als Nintendo halt da auch verstärkt angefangen hat, Fuß zu fassen. Interessant ist, dass Tectoy halt immer noch Mega Drives Sachen herausbringt und haben auch Spiele bis 2002 herausgebracht, unter anderem auch Duke Nukem 3D. Wir haben praktisch die Lizenz bekommen von 3D Realms, das Ganze umzusetzen. Ja, und was ich hier jetzt vorstellen will heute, ist praktisch die letzte Version vom Mega Drive, der Mega Drive 4 mit Guitar Hero Clone, nennen die jetzt bei sich Guitar Idol. Und deswegen ist da hinten auch die Gitarre. Ja. Und von der Hardware-Power ist es immer noch so wie das Sega Mega Drive. Ja, wobei der Unterschied ist, es hat noch einen Java-Emulator mit drin, also eine Java-VM, weil auch in dem Mega Drive 4 sind auch ein paar Java-Spiele von Electronic Arts drin, also Need for Speed zum Beispiel, Sims ist auch drin, Sims 2 und ja. Du hast ja gerade so 3D-Geschichte angesprochen, was ist da denn für ein Grafikchip? Weil das konnte ja wahrscheinlich, das Original Sega konnte, denke ich mal, Du meinst Duke Nukem 3D? Ja. Das ist. Darf ich kurz? Ja, ja. Der Duke Nukem 3D, das läuft ohne 3D-Chip normal, Ja. weil das ist Ja. mehr von der Engine her, ist mehr ein Wolfenstein-Klon. Ja, genau. Und den kriegt der 68.000er noch hin. Genau. Wobei man 68.000 drin. Wobei man erwähnen Nicht auf muss, normalen Mega Drive. dass die jetzt für das Duke Nukem 3D einen speziellen Grafikmodus verwenden, der so auf dem Mega Drive Klon zum Beispiel nicht funktioniert. Und der ist auch optimiert für den Antennenausgang. Das heißt also, auf einem ganz normalen
AV-Ausgang hat man halt verschobene Zeilen, also das Bild ist nicht so der Renner. Also eher für den Antennenausgang ausgeht, weil der Antennenausgang halt praktisch ungenauer ist und da ist die Verwaschung drin und da spielen die halt mit, sodass das halt dann den plastischen Effekt gibt. Durch diesen speziellen Grafikmodi läuft auch dieses Duke Nukem 3D nicht auf diesen ganz Clones, diesen Portable Clones, die es da zum Beispiel gibt. Dann ist auch noch der Unterschied, dass im Vergleich zum Original Mega Drive laut Tectoy Hotline, ich habe die Technik Hotline da mal angerufen und gefragt, unterstützt der Mega Drive 4 nur eine Auflösung und das ist die 320 x 240 Pixel in 64 Farben. Eine andere Auflösung kann die Konsole laut Tectoy nicht. Gut, das langt ja. Also ich denke, dass halt andere dann hochskaliert werden dementsprechend, wenn es jetzt anders sein sollte. Also mir war das die Info, die mir Tectoy gegeben hat. Ja, was auch noch interessant ist zu wissen, von diesem Mega Drive 4 gibt es auch einen Vorgänger, den Mega Drive 3, der ist so ähnlich, hat allerdings weniger Spiele drin und halt nicht diesen Gitarrencontroller dabei und nicht dieses Guitar Hero. Das heißt, alle Spiele sind eigentlich drin verbaut. Ja, es ist so praktisch ein interner Flash. Und da ist kein Modulschacht oder was? Du hast einen SD-Kartenanschluss. Es gibt da Gerüchte, dass es auch für ROMs funktioniert, also für diese ROMs, dass man die einladen kann. Aber bisher habe ich noch keinen Weg gefunden, dass das funktioniert. Und laut Tectoy ist es auch nicht möglich. Und das wird jetzt eigentlich nur in Brasilien vertrieben? Genau, das ist direkt aus Sao Paulo, wo der Headquarter ist, habe ich mir das importieren lassen. Ja. Was kann ich auf diese SD-Karte jetzt drauf tun? Nur MP3s. Das heißt ein MP3-Spieler mit drin. Supi. Zärtlich. Also nicht mal Spielstände oder sowas? Nee, das auch nicht. Also das haben die nicht vorgesehen. Aber sagen wir mal so, die 87 Spiele, die da drauf sind, die langen. Da ist alles drauf von Sonic Spinball bis Sonic an sich, Alternate Beast, also so auch ein paar Racer-Spiele. Also alles ist eigentlich drauf, was man sich vorstellen kann. Wie sieht es da mit den Controller aus? Passen die dann vom Original Sega, die Controller auch an den Ja, Klon das dran? ist ein ganz normaler D-Sub-Stecker, der auch damals von Atari als de facto Standard entwickelt worden ist. Wird da auch benutzt. Das ist natürlich geschickt, ja. Genau. Wie man sieht, das sind auch dieselben Controller, die jetzt seit ein paar Jahren aus China produziert werden mit 6-Button-Anschluss. Was auch ganz interessant ist, dass Tectoy dann einen Unterschied gemacht hat bei seinen Mega Drive Veröffentlichungen, also beim Dreier. Also die ganz normale arabische 3, das war mit 3-Button-Controller und die römisch 3 war dann praktisch mit 6-Button-Controller. Oder es war umgekehrt, muss ich jetzt gerade mal gucken, wie war das? Genau, die normale 3 war mit 6-Button und die römisch 3 war mit 3 Buttons. Haben das einfach unterschieden. Ja, wobei es natürlich egal ist, läuft ja alles mit den 6-Button-Controllern. Ja. Dann mal loslegen. Genau, dann würde ich es mal vorführen. Wir haben jetzt extra einen Beamer, der auch PAL-M kann. Wie viele Spiele sind da jetzt dabei? 87. 87? Ja. Davon kannst du 50 bestimmt drin. Jetzt geht's los. Ja, wobei Need for Speed und so, weißt du? Ja. Ja. Gut, man weiß ja nicht, ob das so... Das heißt, es ist alles hochoffiziell von Sega abgesegnet. Alles lizenziert. Im Gegensatz zu den chinesischen und indischen Nachbauten ist alles hochoffiziell Was hat das Ding jetzt im Import dann so gekostet, immer Frage? Die Konsole selber kostet zwischen 70 und 90 Euro, je nach Zustand. Das Porto so 60 Euro mit, du weißt ja nicht, ob sie sich angucken. mit Versicherung. Zoll sind 23, die Zoll ja nicht. Zoll ist ja praktisch nur bis 145 Euro frei. Aber die Mehrwertsteuer kommt halt drauf. Das sind 23 Euro, aber der hat mir der Zoll geschenkt. So. Da sind wir bei dem Menü. Und genau. Und dann fangen wir mal an. Hau mal ran in die Gitarre. Genau. Das ist jetzt voll So, ich will am besten, weil das die erste Frage war am Anfang mit den Java-Spielen. Das war ja die Frage. Und dann fangen wir mal an mit Need for Speed, genau. FIFA. Was schau NBA drauf? Nee, das ist nur FIFA 2008, Need for Speed, SimCity und Sims 2. Aber das langt. Wir machen es mal. Aber SimCity und kannst du nicht speichern?
Also ich habe jetzt, das Problem ist halt, ich kann kein Portugiesisch, also weiß ich auch nicht, wie man es bedienen muss. Ausgesehen hat, das war nicht FIFA 2008. Nee, das war FIFA 98. Ja, das ist halt zum Beispiel die Java-Variante fürs Handy. So, machen wir mal einen Quickstart, also rapider. Und gehen wir mal einen Strom. Auf Beamer kommt das eigentlich ganz anders, gell? So, genau, fangen wir mal an ein bisschen zu spielen hier. Ja, das ist halt, ja. muss doch irgendwo herkommen. Ja, Bild für Bild, ne? Das ist halt, naja, ein Mobile-Phone-Spiel. Damals gab es ja nicht so diese iPhones, wo das Spiel jetzt gemacht worden ist. Ja. Das war halt noch Spannung pur, ne, wie man sieht. Steve hat die Spannung erfunden. Und man hat es auch umprogrammiert auf die 3 Buttons, ne, wie man sieht. Also wir haben sich schon Mühe gegeben, das steuern zu können. Man kann auch sliden, wie man sieht. Wie aktuelles Retro. Also schon. Nicht schlecht, ja. Kann schon sagen. Also da haben sie schon Mühe gegeben. Und die Auflösung sieht man jetzt hochskaliert, weil die Konsole kann ja nur eine Auflösung. Das sieht man. Die hatte damals auch eine geringere Auflösung. Genau, naja. Ja, aber das Sound. Na gut, der Original Mega Drive hatte ja da 6, 7 Auflösungen, ne? Das hat der jetzt halt nicht, die Kiste, nur eine. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen mal zurück ins Menü. Ja, das ist halt Problem, wenn man kein Portugiesisch kann. Wir machen mal Reset. So. Ganz interessant ist auch, die Emulation an sich ist auch sehr gut vom Sound im Vergleich zu den China-Modellen. Da gibt es ja 2 Rivalen, einmal Firecore und einmal AT Games. Und die nutzen beide dieselbe grottische Sound-Emulation. Wenn da Interesse besteht, kann ich auch nachher mal das vorführen. Ich habe da auch ein Beispiel da. Interesse an grottenschlechtem Sound? Wenn man den Vergleich sieht, was jetzt die Konsole leistet. Ich war ja im Mai auf der deutschen Meisterschaft, Sega-Meisterschaft, und die Sega-Jünger meinen natürlich, die Konsole ist von der Qualität her Schrott. Emulation ist Schrott, Sound ist Schrott. Also ich habe da eine andere Meinung von. So, fangen wir mal an. Zum Beispiel, das ist ganz gut. So. Sonic, ja. Hier Sonic. Ja, zeig mal, wie Sonic aussieht. Genau. Bei Sonic merkt man jetzt gleich, dass die Digis nicht so gut emuliert werden. Also mit den Digis hat er ein paar Probleme, aber sonst ist der Sound ganz gut. Das hört man jetzt. Die Digi-Sounds haben die ja noch. Das ist halt ein bisschen unklar. Aber sonst ist der Sound ganz gut von der Emulation. Schon kaputt gegangen. Nee, ist praktisch da ein Sag mal, sei das. Ja, so ein bisschen Tempo und immer ein bisschen. Ja. So. Ja, Melodie und sich so öffnen, als wird es manchmal ein bisschen schneller. Also wie man sieht, es läuft ganz flüssig. Ich mach's am Hörschutz. Also ich bin ab und zu etwas langsamer, das stimmt schon, ja. Ich finde das jetzt ziemlich gut, muss ich sagen. Aber es ging ja erstmal um die Soundemulation, die ist recht gut gemacht. Also im Vergleich zu den Chinesen haben sie bei dem Sound echt Mühe gegeben, muss man zugeben. Wow. Schande, Sammle, Ja, Rolle, Quatsche. Gab es nicht die Koffeemaschine? Das war ganz sauber, ja klar. Ja, wie man sieht. vorne und sensible Socker. Also wie man sieht, das ist jetzt mal Pause, es funktioniert recht gut. Also die China-Variante von dem Mega Drive von AT Games habe ich nach einem Tag gleich wieder zurückgeschickt, weil der Sound so grottenschlecht war. Das Ding werde ich behalten. Es gibt
es gibt 2 Spiele, wo sie einen Fehler, also bei Superhängern haben sie einen Fehler gemacht. Da haben sie die Version in der falschen Geschwindigkeit laufen. Kann ich auch mal vorführen. Da läuft das Motocross-Rennen im Schneckentempo ab. Da haben sie einen leichten Fehler gemacht. Und auch bei Sonic. Du hast gesagt, gibt Marktanteil 80%. Von wie viel Stückzahlen Wie haben reden wir wir gesagt? da? Mit Kurve? Also du hast gesagt, Marktanteil von 80% Ja, in Brasilien. ja, Von wie viel Stück reden wir da, wo die da abgesetzt sind? Kann man das so beziffern? Also da habe ich jetzt keine Info drüber gefunden, wie Nein, die überhaupt gekauft nicht. worden sind. Die 80% Marktanteil kommen halt dadurch, dass praktisch Nintendo da nie Fuß gefasst hat. Ne? Und haben es halt zu spät in den Markt vorgebaut. Es gab aber auch brasilianische 2600er. Ja, stimmt, ja. Krakau oder so, ne? Die diese Crossball an. Was auch ganz gut gemacht hatte, war jetzt Atari. Also für den Atari XL 800, den wir da hinten stehen haben, gab es auch noch 1998 Double Track. Ja. Also das gab es zum Beispiel auch. Jetzt gucken wir mal, ob wir Superhänger finden. Das wäre das, genau. Ah, Superhänger, das war immer klasse. Ja. Da gab es da immer auch die Spielhalle, glaube auch gerade von Sega, wo du drauf sitzen konntest. Genau. Motorrad. Ja, Das war aber ein Sega-Automate. Und da haben sie halt Das war leider, echt cool. ein bisschen. Ja, genau. Sieht aus dem C64. Komm mir doch. Da haben sie halt ein bisschen geschlafen. Nee, man hört es noch an der Musik. Das ist doppelt so langsam wie eigentlich üblich. Und dementsprechend ist auch das Spiel grottenlangsam, langsam, selbst wenn ich hier auf Oh, jetzt ist aber gerade schneller geworden. auf den Turbo gehe. Ah, okay. Aber dennoch ist das Spiel leider nur die Hälfte der Geschwindigkeit, wie es eigentlich auf normalen PAL-Mega-Drive sein sollte. Super slow on. Das ist genau. Auch beim Turbo hört sich gut an. Ist da Virtual Racing dabei? Nee, weil es diesen 3D-Chip hat Ja, stimmt. und das unterstützt die halt nicht. Es ist echt, das haben sie nicht gut gemacht. Die Musik ist so entspannt gut. Das war 160 Ja. Das ist so So hektisch, so mehr. mal ein Spiel für nervöse Leute zum Abchillen. Ja, man kann ja nochmal ein positives Beispiel zeigen, zum Beispiel Shadow Dancer haben sie ganz gut gemacht. Also eigentlich ist alles top, bis halt auf diese Superhänger und das Sonic Spinball. Da haben sie halt irgendwie einen Fehler gemacht. Ich weiß auch nicht, wie das zustande kam. Ja. Gucken wir mal. Das Flashball hier ist halt nicht besonders schnell, wie man an den Ladezeiten sieht. Braucht man halt viel Was ich Geduld. jetzt überraschend finde, da steht ja, dass 100 Spiele drauf sind. Du sagst, es sind nur 87. Ja, das kommt durch unterschiedliche Zählungen. Weil man hat noch 13 Lieder bei dem Guitar-Idol dabei. Ja. Mitgezählt. Ja, das kennen wir auch von Atari auch. 100 Spiele mit unterschiedlichen. Gut, es ist ja mit diesen Built-In-Konsolen, diesen Piratenkonsolen damals mit 1400 Spielen drauf und haben die halt jedes Ding einzeln durchgesetzt. Oder machen wir so diese 1 Million Spiele in ein Cartridge, wo du 10 Spiele hast, die gehen halt unendlich durch. Ja. Na gut, machen wir erstmal was anderes. Da war ja vorhin die Frage, dass wahrscheinlich auch viel Schrott dabei ist. Und was auch dabei ist, sind natürlich brasilianische Spiele, die natürlich nicht so jetzt der Renner waren. Zum Beispiel jetzt Air-Hockey. Da könnte es jetzt deutscher Meister werden. Eben. Ich zeig's einfach mal. Sieht man schon auf Brasilianisch. Machen wir mal einen Einspieler. Super Song. Und das heißt nicht so der Renner. Nee, das hat man nur mit Geldstück gespielt. Ja, aber das Und das auch die Musik nicht so toll. Oder Brandung, oder? Wenn es auch ein Musikboard gelegt dieser Speed Metal. Das, was wir vorher gespielt haben, da. Das Eishockey. Okay, Media ohne Figuren. Ja. Ohne Hockey. Ohne Hockey, ohne Figuren. Aber wie man sieht, man kann gewinnen. Der Computer ist
Wie so Einschaltknack. Ja, genau. Ja, Ja, aber Blip ist auch solche, ein schönes Spiel. Was? Bei Blip ist auch ein schönes Spiel auf 800. und ich habe halt Ist auch nicht viel mehr drin. eine höhere Anforderung, was Kannst du mal nur mal so Der Sound war durchblättern, nur was ist so auch für Spiele, Ja, aber so als Spiel, wo du Übersicht, eigentlich weißt was dabei ist. Ja klar, wir können ja mal durchgehen. Controller eigentlich. Können wir mal durchgehen. Das ist da nichts dabei. Dass man mal direkt mal sieht, als Vergleich, weißt du, was los ist. Kein Also, Problem. Trackball wie hier Ja, genau. beim VCS mal gab so ein Ding. Also weil wir jetzt hier halt, Alex Kidd ist ja bekannt, das ist so ein Adventure. Blätter einfach mal durch. Dann Alien Storm kennen wir auch, das ist so ein Action-Spiel. Altered Beast, glaube ich, ist auch bekannt. Das ist so ein Brasilianer-Spiel, ne? Snake. Genau, ja. Das ist halt so ein... Was ist denn das zum Teufel? Das ist so ein Crossfire-Spiel, ne, wie man sieht. Da muss man so... Das Ding, was ihn da immer kaputt hauen oder was? Statt Morbu, da schießt man Spinne, ne? Ah, da war noch so ein Röhrenbauspiel dabei. Sowas, ja. Ja. Klar. Da haben wir dann Alpha noch Live, genau, Ja. Spielzeichnung ohne zu speichern. Asa Delta, Ballcheck. Alle die wichtigen Spiele, die ich kenne. Ja gut, das sind jetzt die Brasilianer. Bacala Naval. Ah, das ist Okay. Schießen versenken. Ja. Das kennt man auch, ja? Nee. Kennt ihr nicht? Nee, aber ich glaube nicht. Na gut, bei Banana Brothers, da geht es darum, dass man zwei Einbrecher, also man sind zwei Einbrecher und muss halt praktisch da Sachen klauen. Und muss halt gucken, dass man sich immer versteckt vor den Sicherheitskräften und so weiter. Ich kann es ja mal kurz vorführen, ist eigentlich ganz lustig. Sage danach vielleicht mal den Guitar Hero. Genau. Genau, machen wir. Genau. Guitar Eagle. Genau. So. Hört sich auch gut an, also so soll es eigentlich auch klingen. Also die Emulation ist echt gut. Man muss praktisch diese Gegenstände sammeln. Geht man ins Haus, die erste Szene haben wir schon, dann Achtung, da ist ein Polizist. War nicht schon gefunden. Ja, ja, zu spät, zu spät. Na gut. Der schießt uns so. Ach, und schießen kann er auch. Na komm. Oh, da kommt der nächste. Oh, und dann habe ich auch noch geschnappt. Ah, gut. Das ist wie Days Stone Minion nur in 3D. Oh, SWAT. Mit Chip-Chip. Ja. Also man muss da schon geschickt sein. Ach, vor allem. Vor allem mit was? Schießt den du, das ist ein Riesenkuchen. Das ist nur Platzvergrund. Das wird ja irgendwo rausstehen. Alles hat er geschickt. Ja, genau. Gut. Also man sieht, es macht einen Spaß. Also Theoretisch hast du noch deinen zweiten Brother, oder was? Kannst du genau. Hin und her switchen wahrscheinlich. So. Aber jetzt ist auch klar, warum man da nicht speichern kann, weil in dem Spiel, da wird ja die Diskette geklaut. Da hast du wieder. Jetzt wollen wir mal was hören hier. Genau. Software Das liegt ist im eine Hardware, Hardware. die Aussage. Ich meine, wenn da nicht Jetzt so kommt viel der Kohle hier, geht, mit Guitar so Idol. viel Spiele, Christina Aguilera. gehen mit einem relativ geringen Aufwand hin sie einen Markt doch gut, hin sie einen Markt gut beherrschen können, bei 80%. Aber dann halt ein Stück sein. Interessant so. Ja. Wie groß da insgesamt auch so eine Verbreitung Ja ist. gut, das ist wie Geld, goldene Schallplatte in Brasilien kriegst du Ja, mehr stimmt. auf. Die Wobei, kann auch irgendwie so dann. ja, das Markt ist das schon, ne? Oh Gott, ja, war denn 92? Was war Vor allem 92? Sega, Lambada. Ja, ja. Jetzt muss man laufen mal so das Oh, Wort, Mabushi, bla, 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 bla. bla, 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 bla. und für die nochmal eine Lizenzgebühr rein. Oh, musst du aufpassen, dass du nicht zu hart abrockst, sonst ist Ja, ja. Wir gucken mal, wir gucken mal. Wenn ich jetzt der Zombie wäre, der ist da drin fit. Aber ich bin da nicht so fit drin. Nee, Sega nicht, ne? Oder? Diese, Aber egal. weiß Ich muss ja hier keinen Preis geben. Playstation und Playstation haben wir noch. Und die Xbox und so, aber was ist Ja, das wir Sega meinen noch? jetzt echt. Okay. Ich weiß aber nicht, wo jetzt ein Bild ist. Das Ne? geht stimmt. Bin ich jetzt im Bild? Weiß Glaub ich ich nicht. nicht. Peter, kannst du mal gucken, Peter, guck ob mal, ob ein Bild ist. Peter, guck Du mal, bist mein zu Bild. weit. Du musst noch.
Ja, jetzt bist du im Bild. Jetzt mal mal. Jetzt bist du im Okay, Bild. gut. Jo, Schau in die Seiten. wollen wir warten, bis es geladen hat. Also die Ladegeschwindigkeit haben sie von Commodore geguckt. Also Ja. die Tausend wäre jetzt neidisch. Das ist gleich ein Top-Punkt da. Ja, Das ist natürlich die Frage, was ist nochmal der Startbutton? Oh, da ist hier sogar belegt. So. Jetzt geht's ab hier. Sogar mit Jammerbügel. Ukulele. Ja, nicht aus dem Bild. Nicht aus dem Bild springen. Ich versuch's. Kein Stage-Diving nach hinten. So, jetzt haben wir erstmal ein bisschen Geduld und labern, weil das dauert ein bisschen, bis geladen ist. Ich selbst. Springt auf 1 um. 14%. Ja. Da soll es auch stehen. Ah ja. Da Nein, es geht weiter. Es geht weiter. Wow, yeah. Ja. Komm, wir müssen rhythmisch klatschen. Oh, jetzt geht's aber los hier. 63 oder was? 53. 54. Oh ja. Naja, brauchen wir ein bisschen Geduld. Das ist ein Datasettenspiel. Ne, der gleiche Entwickler hat auch den Serientransfer mit C64 entwickelt. Ah, okay. Das ist der gleiche Entwickler, die Idee gehabt, wie man diese Grafik durchschiebt beim Sega Master System. Naja, Bit für Bit. Sieht übrigens MSX witzig aus mit dem Shuttle. Ja. Einmal Steve hat den Loading Bar. Ja. Die Loading Bar hat Steve erfunden. Der hat da wirklich ein Patent drauf. Ja. Gibt Habt ihr schon Patent drauf. die Steve Jobs Höhlenmalerei gesehen? Er hat doch die Höhle erfunden, der braucht die Malerei nicht mehr. Ja, genau, das stimmt, ja logisch. Ja. Wir haben es gleich. Das neueste ist, das Produkt ist ein ILM. Das Spielkartenbuch von Steve Jobs für $600. Kauf ich. Mit uns. Wo gibt's die? Steve Jobs ausgebaut mit dem Sonst hat jemand die Frau erfunden. Ja, genau. Irgendwie, egal. Ich bin mal Anfänger, ne? Okay. Ja. Jetzt geht's aber rund hier. Deborah Harris. Blondie. Ja, Blondie ist das. Ladezeiten. Wieder Wahnsinn. Ist ja gerade gerade. Ja, jetzt haben wir es. So. Das ist ein Schlagzeug so. Ja, funktioniert das? Ja, ich bin halt nicht gut. Man sieht's. Hast du überhaupt eine Taste gedrückt? Ja, klar. Klar, habe ich eine Taste gedrückt. Aber halt egal, falsch. egal. Aber es funktioniert. Haben wir all the small things. Ja, genau. Ja, aber immerhin, ich meine, jetzt sind alle Lieder da, nachdem er ein bisschen länger geladen hat, ist ja nicht schlecht. Oder nee, er lädt immer noch, ne? Naja, wieder. Nee, ich so. Ich hab's gehört. Das ist einfach. Das ist ja viel motivierend. Also ich bin halt wirklich schlecht. Ne? Ja gut, aber ist auch Gemeinpläne noch so gut. Naja, Du musst mehr Headbang. mehr Headbang. Ja, okay, aber man hat ja gesehen, was es ist. Es funktioniert zumindest. Das reicht ja vollkommen aus. Manche Spiele, wo muss dann die super Grafik sein? Ne? Auf der Wii, da hüpft halt irgend so ein Typ da hinten rum. Kann man eh nicht hingucken. Da muss sich ja konzentrieren. Da haben die Finger nicht so viel. Die Gitarre war Ja. mit dabei. Wie war dabei? Die Klar. war dabei. Das kriegt man für die Alles 70 bis 60 90. Euro. 70 bis 90, je nach Zustand Da halt. kann man sich nicht beschweren, ne? Das ist in Ordnung, Ich ne? auch. Und man kann seinen alten Controller aus den 80ern weiterverwenden. Das ist Genau. auch gut. Klar. Fehlen halt 2 Knöpfe, aber sonst ist es prima. Was ist der Fire and Jump? Oder? Genau. Den Button, den du dann hast, ist halt immer bloß dieser Neustart-Button. Ja? Du kannst bloß laufen und neu starten. Pause und Neustart? Genau. Ja, Ja, sehr schön. Das ist natürlich bei du ein bisschen Wie, scheiße. wie bist du auf das Ding gestoßen? das ist ganz interessant. Ursprünglich war das, weil ich war ja auf dieser HomeCon und dann auf dieser Sega deutschen Meisterschaft, die ja dieses Jahr war. Und da dann war die Frage, wie ist das mit dem NTSC? Man kann die ja umbauen, den Original Mega Drive, damit auch NTSC
USA und Japan macht. Ja, und dann hatte ich bei allexperts.com mal einen Experten gefragt, wie es aussieht mit seltenen Spielen aus Brasilien. Ich hatte davon mal gehört beim Googlen, dass Tectoy da noch Spiele macht. Und dann hat er gemeint, das Geilste wäre natürlich, wenn du irgendeinen Kumpel hättest oder eine Kumpeline, die sagt, ja, ich besorge dir diesen Mega Drive 4. Weil da sind auch so Sachen drin wie Need for Speed und schon richtig krass. Und dann habe ich gedacht, naja, da ich ja Raritätensammler bin und das ja in Europa und USA jetzt nicht so bekannt ist, habe ich mir gedacht, das ist ja nicht schlecht. Immerhin ist Brasilien ja ein Land, wo praktisch der Mega Drive heute noch gang und gäbe ist. Und es ist auch kein Clone, der jetzt irgendwie raubkopiermäßig einfach so produziert wird ohne Lizenz, sondern das ist ja wirklich lizenziert von Sega und ein brasilianisches Produkt. Also nicht in China hergestellt, sondern wirklich in Brasilien. Steht da unten drauf. Kindern, ne? Glücklichen Kindern. Na gut. Plastikmine müssen. So gesehen habe ich mir halt gedacht, machen wir das mal. Kinderschuhe made in China, von China für China. Aufgrund dessen, dass halt das jetzt hier Kinder für Kinder. nicht so bekannt ist, war natürlich auch viele Gerüchte. Es gibt zum Beispiel das Gerücht, dass es von dieser Konsole mehrere Varianten gibt. Eine speziell für Europa, wobei ich mich da im Vorfeld erkundigt habe bei der Hotline von Tectoy, die auch englisch sprechende Leute zum Glück hat. Und die haben gemeint, nee, das stimmt gar nicht. Unsere Konsole funktioniert weltweit. Das heißt also, die erkennt automatisch, wenn ich jetzt 110 Volt habe oder 220. Aber es gibt jetzt nicht irgendwie einen Händler oder einen Importeur, der das jetzt hier für den europäischen Markt irgendwie vertreibt, oder? Also es gibt einige Händler auf eBay, weil PayPal gibt es ja auch in Brasilien und dementsprechend man kann es für den doppelten Preis, also meistens tun halt brasilianische Händler das Doppelte verlangen für den europäischen Markt, kann man das bei eBay kaufen. Das geht. Aber ich habe es nicht eingesehen, da das Doppelte zu bezahlen, wenn ich das über eine Privatperson, die ich jetzt schon seit ein paar Jahren, mit der ich schon spreche, das für den Originalpreis bekommen kann. Habe ich also immer noch die Hälfte gespart, selbst wenn das Porto teuer ist. Ne? Also wenn man Interesse hat, dann würde ich empfehlen, das über jemanden zu besorgen, dem man vertraut, so dass man sagt, man hat es dann für den Originalpreis mit dem Porto, anstatt das über eBay für den doppelten Preis zu kaufen. Also so viel Geld würde ich dann auch nicht ausgeben, eben hat man schon seine Grenze. Ja. Sonst noch jemand fragen? Wunschlos glücklich. Ja, dieses PAL-M, ist das jetzt irgendein Problem im Alltag? Also PAL-M ist praktisch, die Story geht so weit, dass ursprünglich gab es in Brasilien nur Schwarz-Weiß-Fernsehen und es ist so, ja. Ja gut, das war früher auch so und interessanterweise war das die Firma Philips, die gesagt hat, hey, wir bringen Farbe nach Brasilien und Philips ist ja eine holländische Firma. Wann war das? In welchem Jahr? Oh, das muss irgendwann in den 70ern gewesen sein. Genau die Jahreszeit weiß ich jetzt nicht mehr. Kann man nur sicher nachgucken, logischerweise. Also da war das Fernsehen, das ausgestrahlt wurde, alles schwarz-weiß. Genau, ja. Und es war halt Philips, wo gesagt hat, okay, wir bringen Farbe. Und das sind halt Niederländer, die haben halt praktisch dann diesen PAL-Farbcode genommen, diese Farbpalette. Und ja, das Ganze basiert halt auf der Fernsehnorm von Amerika, NTSC. Und so kann man praktisch diese Mischung, dass man praktisch NTSC-Zahlenfrequenz hat und Bildsignale, aber die PAL-Farbpalette. Und deswegen ist es PAL-M. Oder Modulation, genau. Ja, wenn ich das jetzt in Deutschland anschließe an Fernseher, kommt da Bild, oder? Ja, die Sache ist die, ich würde so sagen, dass vielleicht so die Hälfte der Fernseher das in Deutschland kann. Viele Fernseher können es nicht, die bringen es dann nur in Schwarz-Weiß. Das ist aber alles nur über Cinch, also über eine ganz normale Antenne einkommen. Genau, ganz normal. Also es gab nicht Antenne, nee, ist AV. Ah ja, okay. Ja. Audio-Video. Ich habe es ja ausprobiert, wie gesagt, bei vielen Fernsehern steht es auch gar nicht drin in der Anleitung, dass PAL-M geht. Die Sache, das Problem ist halt, dass PAL-M nur in Brasilien geht, in keinem anderen Land. Und deswegen streichen halt manche Hersteller dieses Feature, PAL-M zu unterstützen. Kann ich was sagen? Ja. Dazu kannst du noch sagen, es gibt viele Fernseher, die diesen PAL 60 mittlerweile unterstützen. Das ist quasi das gleiche wie PAL-M, nur halt jetzt noch neu gemacht. Das ist ja auch der normale PAL-Signal mit 60 Hertz. Ah, okay. Und das ähnelt sich sehr stark dem PAL-M. Und die meisten, die können das dann auch halbwegs mit noch darstellen. Na gut, die sind halt so tolerant, dass sie wahrscheinlich das dann Ja, genau. Tolerant, na gut, es ist halt trotzdem eine andere
Codierung. Farbkodierung ist immer noch PAL. Genau, aber trotzdem halt NTSC standardmäßig. Also das Signal an sich ist NTSC. NTSC ist auch eine Farbkodierung, da bringst du halt durcheinander. Ja, aber von der Zahlenverkehr, diese 60 Hertz kommt von NTSC. Ja. Genau. Während PAL ja 50 hat, das meinte ich. Ja, das mit den Halbbildern. Ja genau, das ist es ja, weil PAL M, das ist nämlich wie NTSC 59,98. Genau. PAL 60 ist komplett 60 Hertz. Genau. So sieht es aus. Ja. Gut. Ja. Soweit, so gut. Gut. Was vielleicht ganz interessant ist, Tectoy macht nicht nur Spielekonsolen, sondern die machen auch sehr erfolgreich Audiobooks. Also praktisch normale Bücher. Und das nennen die Bücher nennen die Think Well, also gut nachdenken, für Kinder, wo dann praktisch Fragen gestellt werden und die Kinder dann in diesen Büchern auf Buttons drücken können, welche Antwort stimmt. Also praktisch Lerneffekt. Das machen die noch hier nebenher. Und aktuell arbeiten die auch oder bringen jetzt bald raus eine Konsole, die der Wii ähnelt. Und das ist jetzt die erste Konsole, wo praktisch nicht nur der brasilianische Markt abgedeckt wird, sondern auch China, Indien und Mexiko. Das heißt, Tectoy ist jetzt dabei, in andere Entwicklungsländer, was das angeht, zu expandieren. Das heißt, Tectoy ist da noch... Wie viele arbeiten denn da? Tectoy, wie groß ist die Firma? Oh, das habe ich da jetzt nicht als Info. Habe ich auch nicht die Info drüber gefunden. Das Problem ist halt, dass viele Informationen in Portugiesisch sind. Und die Informationen, die man so in Englisch findet, die sind sehr unterschiedlich. Also ich musste sehr stark herausfiltern, welche Infos jetzt stimmen und welche nicht. Leider gibt es halt viele Infos, die einfach nicht stimmen. Das ist halt das große Problem. Deswegen habe ich mich ja auch mit Tectoy vor in Verbindung gesetzt und habe dann mal in der Hotline nachgefragt, was ganz interessant war, weil die konnte sich gar nicht vorstellen, dass jemand aus Deutschland die anruft und dann technische Fragen stellt und wie ist das denn genau? Das haben die wirklich dann dreimal nachgefragt am Telefon, ob ich wirklich aus Deutschland bin. Ja klar, also so gesehen. Crazy German. Ja. Was auch noch interessant ist, Auch jo. was auch ganz interessant ist, auf der Konsole gibt es 1 Jahr Garantie und für die Controller gibt es 3 Monate Garantie. Das heißt also, wenn man sich entschließt, das Ganze zu kaufen, hat man auch die Sicherheit, wenn mal was kaputt geht, dass man dann auch Ersatz kriegt. Zumindest 3 Monate. Na gut, für die Controller. Die Konsole selber ein Jahr, also das sollte genügen. Ich meine, die Controller kann man zur Not auch nachkaufen, also diese Gamepads. Das ist kein großes Problem. Genau, also deswegen. Und wenn man dann noch eine technische Frage oder ein Problem hat, so wie es natürlich am Anfang der Fall war, aber ich wollte nicht wissen, ob es bei mir auch funktioniert in Deutschland, dann antworten die eigentlich auf E-Mails innerhalb von 24 Stunden. Das ist eigentlich ganz top. Also wenn da jemand Interesse hat und irgendwie Hilfe braucht, kann sich gerne an mich wenden, ich helfe da gerne weiter. Ich habe die nötigen Kontaktadressen. Auch von der brasilianischen Post muss man ja auch abklären mit der Versicherung und den Kosten und so weiter. Da gibt es auch Ansprechpartner, die ich auch kenne. Falls da irgendjemand sagt, er will das jetzt auch unbedingt haben, weiß ich nicht. Ja, das wäre jetzt eigentlich alles so, was man sagen könnte. Ja. Gut. Sonst noch Fragen? Nö. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, es war einigermaßen interessant. Ja, was? Immerhin ist es ja etwas, was Ach, man war jetzt nicht es. so kennt. Gut, Gut. dann danke.